Sie hatte eigentlich eine Einladung in der Hall of Fame in Amerika für die großen Sportlegenden. Die hat sie extra abgesagt, um hier mit euch zu sein und mit uns gemeinsam dieses Projekt zu machen. Sie hat sich 10 Tage Zeit genommen, ist angereist aus Amerika und wir sind sehr, sehr stolz und freuen uns sehr, dass Lucia Rijker hier ist, um diese Woche mit uns zu verbringen. Nochmal ein herzliches, großes Dankeschön und willkommen an Lucia Rijker. Guten Tag. Yeah. My German is horrific. I never liked my German teacher in school, so I didn't really pay attention. Lucia sagt, ihr Deutsch ist nicht so gut. Sie hat in der Schule nicht so gut aufgepasst im Deutschunterricht. No, I didn't like my teacher. Sie hat den Lehrer nicht gemocht. Ich habe es falsch übersetzt. I understand it a little bit. I remember when I was that age, I started kickboxing when I was 14. Sie hat in eurem Alter angefangen mit dem Kickboxen, als sie 14 war. I started it because I was very athletic. Sie hat das angefangen, weil sie sehr athletisch und sportlich war. However, my parents were divorcing, and somehow I felt I found a new home where I could let out my frustrations. Ihre Eltern haben sich gerade geschieden und sie hatte das Gefühl, dass sie ein neues Zuhause gefunden hat, wo sie ihre Frustration ein Ventil geben konnte. So, at your age, I was kicking and hitting a bag 6 times a week. Und als sie so alt war wie ihr, hat sie 6 Tage in der Woche es zurückgezahlt und zurückgeschlagen. But I remember being at school and always feeling a loner. I felt like an outcast. Aber sie kann sich auch erinnern, dass sie in der Schule war und sich dort etwas alleine gefühlt hat und wie jemand, der ausgestoßen war. My only way to relate to other children was through sports. Die einzige Möglichkeit, die sie hatte, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, war durch Sport. My way of communicating was being in a team, like together we can. In sports, somehow passing the ball or having the same goal gave me a sense of being part of a group. Sie hat das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit nur durch diese Gruppensportarten erfahren. And because I had an athletic ability, that was my way to speak and to express myself. Because verbally, I wasn't very articulate. Und da sie eine sehr große sportliche Begabung hatte, war das ihre Art und Weise zu kommunizieren, weil sie mit Worten nicht so gewandt war. When I was a little bit younger, I got bullied by the elderly children in the street. Als sie etwas jünger war, wurde sie von den älteren Kindern auf der Straße geärgert. When I had something that was important to me, they'd take it and break it. Als sie etwas hatte, was ihr wichtig war, haben sie das ihr weggenommen und es kaputt gemacht. I was so hurt and I felt so powerless when I stood there, I cried. Und Lucia hat sich so hilflos gefühlt und gedemütigt und hat angefangen zu weinen. I didn't know what to do because they were the bigger kids. Und sie wusste nicht, was sie tun sollen, weil die anderen Kinder waren größer und stärker. And some part of me thought, if I'm strong, that'll never happen to me again. Und ein Teil von ihr hat gedacht, wenn ich stark bin, dann wird mir das nie wieder passieren. I was determined to become a fighter. Ich war fest entschlossen, eine Kämpferin zu werden. I started judo at 6. Ich habe mit 6 Jahren mit Judo angefangen. I fenced. Ich habe mit Degen gefochten. Then I started karate. Dann Karate. And then kickboxing. Dann Kickboxen. And then boxing. Und dann Boxen. I had an idea that as long as I was strong, no one was ever going to hurt me or take from me what I thought was mine ever again. Ich dachte, dass wenn ich nur stark genug bin, würde nie mehr jemand mir das wegnehmen, was mir wichtig ist. However, Aber being strong built also an armor around me that separated me from others. dieses Starkwerden hat auch einen Panzer um mich aufgebaut, der mich vor anderen getrennt hat. I trained like a machine. Ich habe wie eine Maschine trainiert And I didn't realize that I separated myself more and more. und ich habe dabei gar nicht gemerkt, dass ich mich immer mehr von meinen Mitmenschen entfernt habe. I conquered 6 world titles, 4-time kickboxing and 2-time boxing. Sie hat 6 Weltmeisterschaften gewonnen, 4-mal Kickboxen und 2-mal Boxen. I became a master in my field.
Sie wurde zu einer Meisterin ihrer Kunst. I moved to America, Ist nach Amerika gezogen. and through the discipline that I developed, Und durch die Disziplin, die sie erarbeitet hat, I conquered 2 more world titles in America. hat sie auch in Amerika 2 weitere Weltmeisterschaften gewonnen. Now you're wondering, what does this have to do with respect? Und ihr könnt euch jetzt fragen, was hat das mit Respekt zu tun? I so wanted to be respected. Ich wollte unbedingt anerkannt und respektiert werden. I felt I'm the youngest of 9 children. Ich bin die jüngste von 9 Kindern. I felt I wasn't seen and I wasn't respected and I wasn't heard. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht gesehen wurde, ich wurde nicht gehört und nicht respektiert. So because of that, I became an overachiever. Und aus diesem Grund wurde ich jemand, der immer mehr erreichen wollte. I wanted to make sure that I was seen and heard. Ich wollte sicherstellen, dass ich gesehen werde und gehört werde. I craved the respect from the audience. Ich habe nach dem Respekt des Publikums verlangt, ganz stark verlangt. I fought all over the world, all through Europe, Japan and America. Ich habe auf ganz Europa, in Japan, in Amerika, überall habe ich Wettkämpfe geführt. It doesn't matter how famous you are and how many autographs you sign and how popular you are in the eyes of others. If you don't believe it yourself, you still need to be in a picture with someone who you think is more famous than you. Und in diesem Moment hat sie realisiert, es macht überhaupt nichts aus, wie viele tausende Autogramme man selber unterzeichnet hat und wie viel man selber bewundert wird. Wenn wir nicht an uns selbst glauben, dann wollen wir immer noch auf einem Foto zu sehen sein mit jemand anderen, den wir für besser halten als wir selbst. You can build self-confidence through accomplishments, by being smart in school, by being athletic, by being pretty. Man kann Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbauen, indem man besonders gescheit in der Schule ist, indem man besonders schön aussieht. But the moment that the beauty is gone, that you're not as smart as you thought you were, or that your fame is gone, then who's left? Aber in dem Moment, wo man nicht mehr so hübsch ist, nicht mehr so gut in der Schule oder nicht mehr so berühmt, dann ist auch dieses Gefühl des Vertrauens weg. It's easy to build self-confidence based on external things. Es ist ganz einfach, Selbstvertrauen zu entwickeln, wenn man sich auf äußerliche Dinge verlässt. But to me, what is the most important is self-esteem. Aber was für mich das Wichtigste ist selbst eine Stärke in uns zu entwickeln. Who are you on the inside? Wer sind wir innen drin? The unique individual that lives within you. Der einmalige Mensch, der in uns lebt. What makes you come alive? What makes you happy? Was macht dich freudig und glücklich? Every one of you knows inside who you are, but it's hard to be true to who you are because we all want to fit in. Ihr alle habt ein Gefühl dafür und wisst in eurem Inneren, wer ihr seid. Aber es ist schwierig, das auch nach außen hin zu verkörpern, denn wir alle haben gleichzeitig das Bedürfnis, dazu zu passen. I think this week is an opportunity to take off the mask. Ich glaube, dass diese Woche eine Gelegenheit ist, diese Maske zu entfernen. There are children here from 20 countries. Es sind Jugendliche hier aus 20 Ländern. They might look different, they speak different, they might eat different food, but we're all the same on the inside. Die sehen vielleicht anders aus, die sprechen anders, die verhalten sich anders, essen anderes Essen, aber innerlich sind wir alle gleich. We just want to be heard, we want to be seen, and we want to express ourselves. Wir wollen alle gehört werden, gesehen werden und uns frei zum Ausdruck bringen. This week is an opportunity to merge and to recognize yourself in the other, no matter what they look like or what language they speak. Diese Woche ist eine Gelegenheit, uns mit den anderen zu vereinen, uns selbst in den anderen zu erkennen, egal welche Sprache sie sprechen. I had to go travel the world to understand cultures. You today have an opportunity this week to meet with so many different cultures, and they come to you. Sie musste auf der ganzen Welt umherreisen, um Kulturen zu verstehen, Menschen kennenzulernen. Und ihr habt während dieser Woche die Gelegenheit, Menschen aus 20 verschiedenen Ländern kennenzulernen, denn die kommen zu euch. I also realized that I wanted respect from the world, but did I truly respect myself? Und ich habe auch festgestellt, dass ich Respekt von der Welt wollte, aber
habe ich mich selbst wirklich respektiert? What does that mean, respecting yourself? Was bedeutet es, sich selbst zu respektieren? True to who? To me. But who am I? If you don't know who you are, then what are you respecting? Wenn ich selber gar nicht genau weiß, wer ich eigentlich bin, was soll ich dann respektieren? So it's good to discover who you are, and that's also an opportunity this week to discover who am I? Deswegen ist es so wichtig zu entdecken, wer bin ich eigentlich? Instead of doing what you're told or only following the direction of your parents, it's good to discover who am I? What do I like? Anstatt nur das zu tun, was wir tun müssen, was uns gesagt wird, oder dem zu folgen, was unsere Eltern uns vormachen, sollten wir uns wirklich fragen, was sind meine Talente? Wer bin ich wirklich? Because only if you respect yourself and your stuff, you can respect other people and their stuff. Denn nur wenn wir uns selbst respektieren und das, was uns gehört, können wir andere respektieren und das, was ihnen gehört. It's a journey and you're young, you have a whole life ahead of you. Das ist eine Reise, eine Lernreise und ihr seid noch jung, ihr habt ein ganzes Leben vor euch. If we respect each other, if we respect ourselves and each other, there is no war. Wenn wir uns selbst respektieren und die andere Person, dann kann es keinen Krieg geben. But it starts here. If we cannot get along here, Aber das fängt hier an. Wenn wir hier nicht miteinander klarkommen, how can we expect world peace? wie können wir erwarten, dass es Frieden in der gesamten Welt gibt? The world out there is just a reflection of us right here. Die Welt, die da draußen ist nur eine Widerspiegelung von uns, so wie wir hier sind. If you can't get along with your classmates or your brothers and sisters, Wenn wir nicht mit unseren Klassenkameraden oder unseren Schwestern und Brüdern gut auskommen or other teachers, oder anderen Lehrern, how can you expect other countries to get along? wie können wir erwarten, dass andere Länder miteinander friedlich auskommen? So my perspective is, if we get along, Also meine Einstellung ist, wenn wir untereinander uns gut verstehen, we have an impact on the world. haben wir eine Auswirkung auf die gesamte Welt. We're not separate from the world. Wir sind nicht getrennt von der Welt. Change starts with you. Die Veränderung beginnt mit euch. If you believe it and you're persistent, at some point you're going to affect your environment with your vision. Wenn du daran glaubst und du wirklich dafür arbeitest und dafür einstehst, wirst du irgendwann deine Umgebung mit deiner Vision beeinflussen. So I want to encourage you to develop the individual within you, to know who you are. Ich möchte euch ermutigen, das Individuum in euch zu entwickeln, um kennenzulernen, wer seid ihr wirklich? And what is your unique contribution to this world? Und was ist eure ganz spezielle, ganz einmaliger Beitrag für diese Welt? There's a simple question to ask yourself. What do you think the world needs? And the answer that comes, that's what you're supposed to give. Es gibt eine ganz einfache Methode. Ihr stellt euch die Frage selber, was glaubt ihr, was die Welt wirklich braucht? Und die Antwort, die ihr dann spontan habt, das ist das, was ihr geben könnt.